hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir zusammen eine Steinmauer malen. Und ich habe das in letzter Zeit sehr, sehr oft auf Facebook und Instagram gesehen und fand es total schön, aber wie schwer ist das eigentlich, war meine erste Frage. Und kann ich das auch, war meine zweite Frage. Und ich habe es etwas ausprobiert und es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Deswegen machen wir ein Tutorial draus. Ich male hier in Worlds of Wonder das Buch von Jenna Basford und ich fand, dass dieses Schiff mit den Industriegebäuden ganz gut dazu passt. Ich habe hier zuallererst Terrakotta, das sind übrigens die Polychromos, und ich werde euch alle Farben, die ich benutzt habe, unten in der Infobox verlinken. Und wenn ich es finde, werde ich auch alternative Farben zu anderen Sets verlinken, wie zum Beispiel die Prismacolors oder die Castle Art. Ich würde euch allerdings etwas härtere Stifte empfehlen, weil die Details doch sehr fein sind und ihr nicht immer nachspitzen wollt, um die Mine spitz zu halten. Was ich hier gerade mache im Bild ist einfach einen ganz, ganz leichten Hintergrund mit der Farbe Terrakotta. Und ich habe hier auch schon Schatten gesetzt, so ein bisschen unterm Dach, ein bisschen an der Hauswand, aber wirklich nur ganz leicht. Und dann fange ich auch schon meinen ersten Ziegelstein an mit der Farbe Indisch Rot 192. Und ich benutze hier jetzt ganz verschiedene Rot- und Brauntöne und auch ein Grau. Und zwar habe ich hier Nougat 178, Rötel 188, Kaltgrau 5, 234, Indisch Rot 192 und auch Terrakotta, womit ich den Hintergrund gemalt habe, die 186. Und ich benutze hier die Farben einfach noch nicht mal abwechselnd, sondern wild durcheinander und male so kleine Ziegelsteine hin. Wichtig ist, dass ihr die zweite Reihe versetzt baut. Wenn ihr euch so eine Mauer im Internet anschaut, sind ja die Ziegel nicht immer exakt übereinander, sondern sie sind immer versetzt übereinander, um dem Gebäude eben Stabilität zu geben. Und darauf habe ich versucht hier zu achten, auch dass die Ziegelsteine in etwa immer gleich groß sind, dass sie auch dazwischen einen feinen Abstand haben, wo theoretisch der Mörtel wäre. Und so malt man eben seine kleinen Rechtecke in unterschiedlichen Farben. Wie gesagt, ich habe nur darauf geachtet, dass ich die Farben durchmische, dass ich keine Neigung dazu habe, dass die rechte Hauswand ein bisschen mehr braun hat, so wie jetzt im Moment, sondern dass die Farben einfach gleichmäßig im Gebäude verteilt sind. Ich konzentriere mich jetzt einfach darauf, solide Ziegel zu malen und hinterher im nächsten Schritt werde ich in vereinzelte Ziegel immer noch andere Farben mit reinmischen, sodass sie nicht ganz gleichmäßig eine Farbe haben, sondern vielleicht ein bisschen braun reingemischt haben und ein bisschen abgenutzter vielleicht an den Ecken und Enden aussehen. Und so male ich jetzt das Gebäude weiter. Also es ist wirklich keine große Sache, aber ich finde den Effekt richtig schön. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Achtet wirklich darauf, dass eure Stifte sehr spitz sind und nicht mit der Zeit stumpf werden, weil das dann dazu führt, dass die Ziegel eben nicht die exakten Abstände oder Größen haben, weil man eben nicht so genau mit einem stumpfen Stift zeichnen kann. Ist mir passiert, ich spreche nur aus Erfahrung.
So, wer noch Interesse hat, ich habe hier noch das Dach gemalt und dazu nehme ich einfach verschiedene kalte Grautöne, zwar Kaltgrau 6, 5, 3, 2 und zusätzlich noch ein Olivgrün gelblich 173 und ich finde, dass das Olivgrün noch mal so ein bisschen zum Alter des Gebäudes beiträgt. Ich habe später, also wenn ich das Dach fertig habe, noch hier und da an den Ecken und Enden ein bisschen reingemischt und auch bei den Ziegeln reingemalt. Und das, was ich hier am Dach mache, ist wirklich ganz simpel. Ich lege erstmal ein bisschen Farbe vor mit Kaltgrau 5 so am Rand, um so ein bisschen zu gucken, wie ich das Dach blenden werde. Dann gehe ich hinterher mit dem Kaltgrau 6 rein und mache die Schatten ein bisschen tiefer, weil ich schon sicherer bin, wie ich Licht und Schatten bei dem Dach anlegen möchte. Und wenn dann die Schatten etwas tiefer sind, blende ich das Ganze mit dem Kaltgrau 3 aus und hinterher noch ein bisschen mit dem Kaltgrau 2, also von dunkel nach hell, und ich lasse hier und da immer so ein bisschen Licht und ein bisschen mehr Schatten, und das gleiche mache ich bei dem kleinen Dach auf dem Dach und auch bei dem Mini-Schornstein. Ja, wir sind jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet mitmalen und hattet den Mut, es auszuprobieren. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und werdet Teil dieser Community, indem ihr diesen Channel abonniert oder mir auf meinen Social Media Seiten folgt. Da würde ich mich super drüber freuen. Wie gesagt, alle Farbkombinationen findet ihr unten in der Infobox. Und ich hoffe, dass mein Finger nicht allzu oft im Bild war. Leider kommt es des Öfteren mal vor. Ist gar nicht so einfach zu malen und zu wissen, ob man den Finger aus dem Bild hat oder nicht. Dann vielen Dank fürs Reinschauen und ein wunderschönes Wochenende euch. Tschüss!